40 dies trotz Krise, kann das sein? Wir zeigen euch heute, was wir so die letzten 2 Monate gekauft und verkauft haben und beantworten auch eure Fragen, was derzeit so gut funktioniert. Wir bekommen ja immer viele Nachrichten. Soll ich das kaufen? Soll ich lieber verkaufen? Ich glaube, da werdet ihr heute einen guten Einblick davon bekommen, was so funktioniert, was weniger gut funktioniert und bei welchen Autos wir tatsächlich auch nicht so erfolgreich waren. Wir starten schon mit dem ersten Fahrzeug und hier ein absolutes Highlight, 488 GTB. Auto war aus erster Hand mit nur, ich glaube es waren 8000 Kilometer. Das Auto haben wir ursprünglich für 250.000 Euro angeboten und es war auch das Präsentationsfahrzeug von Ferrari für den Genfer Autosalon. Unser Kunde hat es aber Ferrari zuvor abgekauft, hat sie angebettelt, dass er das Auto bekommt und dann ist er tatsächlich nicht ausgestellt worden. Deshalb war er natürlich auch genial konfiguriert und das Auto hat nur 225.000 Euro gebracht. Das war schon eine krasse Enttäuschung und zeigt einfach auch, dass wir aktuell in schwierigen Fahrwassern sind. Hier der erste verkaufte. Dann sind wir beim ersten Neuzugang Ferrari 458 Spider. Hier aus erster Hand mit nur 14.000 Kilometer. Ganz klassische Kombination. Grigio Silverstone mit Quaio In. Super cooles Auto. Hat sogar Lift, was beim 458 nicht so häufig war. Und für mich nach wie vor der beste Sportwagen, den man haben kann. Sound, Design, Verarbeitung, Drama, es passt alles. Hier der erste Neuzugang bieten wir derzeit für rund 260.000 Euro an. Da kommen wir auf ein Neufahrzeug, ein Cayenne Turbo E-Hybrid GT, derzeit der stärkste SUV, den man von Porsche bekommt. Dieses Auto haben wir hier aus einem Insolvenzfall tatsächlich gekauft und haben es nun nach Frankreich verkauft für 240.000 Euro, was in etwa seinem Listenpreis auch entsprach. Als nächstes sehen wir hier schon einen neuen G und zwar ein G für 50D. Da haben wir ja vor kurzem ein Video zu gemacht, wie die Autos derzeit gehandelt werden. Und es ist tatsächlich da auch ein bisschen ruhiger geworden. Dieses Auto hier hat einen Listenpreis von 165.000 Euro. Wir bieten es derzeit für 189.000 Euro an. Also rund 25.000 Euro Überliste und ist damit hier ein weiterer Neuzugang. Als nächstes haben wir einen 991.1 GT3, der 3,8 Liter. Viele haben hier immer Angst davor, gehen hier die Motoren kaputt. Dort war es so, dass die Nockenwelle und die Ventile gemeinsam eingelaufen sind und dann konnte es eben zum fatalen Motorschaden kommen. Der hier hat nur 22.000 Kilometer, einen Austauschmotor und Porsche approved. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn auch zu kaufen und haben ihn tatsächlich an einen sehr guten Stammkunden von uns verkauft. Und Robert, wenn du das siehst, dann gehen natürlich Grüße an dich auch raus. Als nächstes sind wir hier beim Ferrari 328 GTB, dem nächsten Neuzugang. Ein Auto aus den 80er Jahren, so eine Ära, die aktuell gut funktioniert und der konkurriert irgendwo preislich auch so mit dem G-Modell. Und für alle, die mal einen klassischen Porsche schon hatten und nun auf Ferrari umsteigen möchten, ist das ein sehr gutes Einstiegsfahrzeug und kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Der hier hat weniger als 25.000 Kilometer, wurde in der Schweiz ausgeliefert. Ein neuer Zahnriemen, was bei dem Auto im Übrigen recht teuer ist, zu erneuern. Und den bieten wir jetzt an für 125.000 Euro. Als nächstes hier der 902 GT3 RS, ein Auto, wo wir dieses Jahr wirklich häufig verkauft haben. Ich bin immer noch schockiert, wo die Preise derzeit stehen. Ich weiß noch, das erste Auto haben wir für 470.000 Euro verkauft, den zweiten für 450, dann waren es irgendwann 400, dann 380 und jetzt ratet mal, wo dieses Auto lag. Ist jetzt einer ohne Weissach, 24er Zulassung mit 900 Kilometer. Es waren gerade mal 309.000 Euro und das ist wirklich überschaubar, wie ich finde, wenn man bedenkt, woher wir da auch kommen. Und hier auch André, wenn du es siehst, natürlich geht ein Gruß an dich raus. So, nächster Verkaufter ist hier ein 997 Carrera 4S Facelift PTS Rhodonit Metallic. So ein Rotton, seltene Farbe, habe ich zuvor noch nie gesehen. Auto haben wir für 82.000 Euro nach Spanien verkauft. Und da kommt auch schon der nächste 992.2, also das Facelift. Hier ein Neuwagen
in der Basisversion als Carrera, hat eine schöne Ausstattung mit, ja, ich glaube es sind 18 Wegesitzen, Sportabgas, also kann man auf jeden Fall so kaufen. Listenpreis sind irgendwo 158, wir bieten etwas darunter an und wer richtig Lust hat auf die ganzen modernen Helfer, die nur piepsen, alles, für den ist das Fahrzeug genau das Richtige. So, hier wieder ein schöner 11er. Der nächste verkaufte ein 991 Carrera 4S Exclusive mit der Werksleistungssteigerung. Von allem, was wir wissen, ein ehemaliges Porsche Vorstandsfahrzeug, der hier wirklich in einer PTS-Lackierung, war glaube ich Gulf Orange, mega aussah, hatte auch im Interieur die Farbe und dieses Fahrzeug haben wir einen Sammler in Düsseldorf verkauft für, es waren glaube ich 135.000, 36.000 Euro. So, und hier ist wieder ein verkaufter. Wir verkaufen ja sehr viel Porsche Klassiker auch. Und das hier ist ein 903 Carrera Cabrio. War aus erster Hand mit 100.000 Kilometer. Ein früher mit dem Motor ohne Variorahmen, also 272 PS. Dieses Auto geht ebenfalls nach Düsseldorf zu einem Sammler. Haben wir für 90.000 Euro verkauft. Und hier kommt ein weiterer 991 Neuzugang, 991 Facelift, also Punkt 2 Carrera 4S in wirklich mega Konfiguration, 18 Wegesitze, PDCC, Auto hat Lift, LED-Scheinwerfer, ja, erweitertes Lederpaket in Bicolor Schwarz-Bordeaux-Rot mit dem Glasschiebedach, Sportabgas, Chrono, hat wirklich alles drin, kostet 117.000 Euro, hat auch noch Approved, absolute Allzweckwaffe. Und für all die, die den 992 nicht mögen, ist das wirklich perfekte Auto, wie ich finde. Preis-Leistung stimmt. So, und hier nächster verkaufter G63 Facelift 2024 Neuwagen. Dieses Auto haben wir ja deutlich über Liste verkauft. Ich glaube, es waren 270.000 Euro. Liste war bei 230, glaube ich. Das Auto ging tatsächlich im Export in Drittland außerhalb der EU und ist auch schon weg. So, hier ein neuer Lamborghini Huracan STO 24er Produktion, also einer der allerletzten noch mit dem V10. Und ja, das sind die Autos, wo ich glaube, in ein paar Jahren werden wir den hinterherweinen, denn was gerade so folgt, ist einfach nicht ganz so cool, weder vom Design finde ich den neuen Lamborghini, den V8 Hybrid gut, noch vom ganzen Antriebskonzept. Und da ist der Huracan STO sicherlich ja noch ein Hardcore Sportwagen. Dieses Auto bieten wir mit Auslieferungskilometer an, ausweisbare Mehrwertsteuer, kostet 400.000 Euro. Wir blenden euch hier mal ein paar Aufnahmen vor dem Auto ein. Hat Style 1 Pack, Style 3 Pack, wirklich Hammer-Konfiguration und werft da mal einen Blick drauf. Nächstes Fahrzeug, mal wieder ein 991.1 GT3 RS mit Keramikbremsanlage, Lift, Klappschraubpaket, Lederpaket und so weiter. Hatte glaube ich 12.000, 13.000 Kilometer, war zweite Hand, haben wir in Deutschland verkauft und auch hier war der Preis echt dürftig. Ich glaube, der hat noch 177.000 Euro gebracht. Dann sind wir hier wieder bei einem älteren, bei einem 996 GT3 und ja, ihr fragt uns ja immer, was funktioniert gut, was ist preisstabil und wenn ich euch eines sagen kann, dann alles, was so 991 oder älter ist, funktioniert sowohl gut im Verkauf und ist auch preisstabil. Und der 996 ist hier so ein sehr gutes Beispiel. Der GT3 hatte mit die geringste Stückzahl von allen. Der Punkt 2 hier war, glaube ich, bei 2.500 Einheiten. Der Punkt 1 war nochmals ein bisschen geringer. Aber hier eben ein Auto mit einer generell geringen Stückzahl und den haben wir jetzt neu reingenommen. Auto haben wir zuvor schon vor einem Jahr an unseren Kunden verkauft, jetzt zurückgekauft und hat etwas über 30.000 Kilometer. Ja, dieses Auto bieten wir für rund 110.000 Euro an. Wie ich finde, ein mega Paket und vor allen Dingen auch in der Laufleistung sehr schwer zu finden. Und hier ist der nächste Porsche Klassiker 964 RS in der Sonderfarbe Maritimblau und Color Make Cars. Es ist wirklich ein Farbenthema. Wenn das Auto indisch-rot gewesen wäre, hätten wir es sicherlich nicht verkauft. Aber weil er eben hier Maritimblau, was auch so mit die beliebteste Farbe ist, vielleicht abseits vom Mintgrün, haben wir ihn dann doch sehr gut verkauft. War natürlich auch hoch original mit 80.000 Kilometer, 20 einträgigem Scheckheft und den Magnesiumfelgen, die vermutlich noch nie nachgearbeitet waren. Sehr viel Erstlackeinteil. Dieses Auto ging nach Bulgarien. Ja, es gibt immer mehr Sammler auch in Osteuropa, von denen wir einige hier im Kundenstamm haben. Und das Auto hat 260.000 Euro gebracht. Der nächste Neuzugang 997.1
Turbo-Handschalter. Und für all die, die ein Fahrzeug suchen, das alles kann, Leistung, Fahrspaß, Werterhalt, auch hier ein Auto, das mit überschaubarem Budget, ja, für rund 110.000 Euro kaufen kann. Und der Turbo ist einer der wenigen, der gut klingt. Der 901 klingt wirklich nach gar nichts, aber der hat noch so ein bisschen Sound und durch den Handschalter einfach mega Fahrspaß garantiert. Auto hat eine Keramikbremsanlage und als letzter Metzger-Motor ein ultimatives Auto, das auch für Einsteiger geeignet ist. Auto fährt, glaube ich, 310 Spitze, also mega Auto, kann ich nur empfehlen, wenn man mal einen 911 ausprobieren möchte. Der nächste Neuzugang, ein 911 Carrera 3.2 aus 1988 und der Kenner wird es sehen, es ist ein Jubi und zwar ist es der 250.000 Porsche 911 Jubi, also anlässlich der 250.000 produzierten 911. Die Autos hier haben eine eigene Farbgebung, die ich ganz cool finde. Und der hier hat nur 70.000 Kilometer, ist voll in Steinschlagschutzfolie foliert, hat wahrscheinlich, wir bestätigen es nie vollständig, aber von den Lackschichtigen ist es vollständig im Erstlack. Super dokumentiert, deutsches Auto, bieten wir für rund 130.000 Euro an. Und für alle Sammler, die ein Jubi suchen und keinen Kompromiss bei Qualität machen möchten, ist das vielleicht das ultimative Auto. Und wir hatten ihn gerade schon, 906.2 GT3, hier ein verkaufter in GT Silber Metallic. Auto hatte nur 25.000 Kilometer, extrem viel Exclusive Carbonumfänge mit den Schalensitzen. Und dieses Auto haben wir für rund 110.000 Euro nach Düsseldorf an einen Sammler verkauft. War aus erster Hand, von dem her sehr nachvollziehbar, dass er auch in eine Sammlung ging. Wahrscheinlich wird er nicht gefahren, was ja irgendwo schade ist, aber war abzusehen bei dem Auto. So, und hier wieder ein Ferrari 458 und ich schaue wirklich immer nach. Wenn wir einen angeboten kriegen, möchte ich ihn auch haben. Da bin ich wirklich hinterher, weil ich von den Autos extrem überzeugt bin. Hier Italia Coupé in schwarz-schwarz, ohne Scuderia-Embleme. Was meint ihr? Kann man das machen? Ich finde, er kommt wirklich stealth, hat Indie Racing-Sitze, hat auch unter 30.000 Kilometer, sehr gepflegtes Auto und ja, der Italia ist nochmal deutlich günstiger wie der Spider. Den hier bieten wir für rund 200.000 Euro an und ich finde ihn wirklich, er kommt sehr böse in der Konfiguration und ja, einfach mega Auto, würde ich am liebsten selber behalten. Und auch wieder ein verkaufter Ferrari. Im Übrigen, Ferrari, muss ich sagen, läuft im Moment extrem gut, sowohl Klassiker als auch neu. Ja, wobei neu stimmt nicht ganz. Die ganzen Hybridfahrzeuge 296, die fassen wir eigentlich gar nicht an. Aber die ganzen Vollverbrenner funktionieren echt super. Und hier war eben zwar einer mit F1 in Giallo Modena, der war dafür ein bisschen günstiger. Den haben wir für rund 85.000 Euro nach Österreich verkauft. Und wer den 5-Ventiler schon mal gehört hat, der weiß, es ist vielleicht der bestklingendste Ferrari, den es so gibt. Nächster Neuzugang, ein Carrera 3.2 Speedster, also der G-Modell Speedster, und bei diesen Fahrzeugen kann ich euch nur eins raten: Farbe, Farbe, Farbe. Indie-Schrot ist wirklich total Schaden bei dem Auto, keiner möchte ihn haben, egal ob er 1000 Kilometer hat oder 50.000, davon hat wirklich jeder genug. Der hier ist einer von 88 in Leinenmetallic und wir haben den schon mal vor einem Jahr an einen Sammler in Österreich verkauft und haben ihn jetzt wieder zurückgekauft, hat seine Sammlung umgestellt und ist ein italienisches Auto ursprünglich, ohne Cut, also 231 PS mit hochverdichtetem Motor. Wir haben damals vieles machen lassen, von Kraftstoffleitungen über den Tank, über großen Service, Reifen, alles wirklich mega Auto und in der Farbe einfach nur cool. Der nächste Neuzugang 3.2 Speedster. So, hier haben wir dann so ein GLE 63S 2022, 10.000 Kilometer haben wir in Zahlung genommen, haben wir für 106.000 Euro nach Dänemark verkauft. Und auch hier wieder ein 997.1 Turbo und der hier ist aus erster Hand, erste deutsche Hand. Den haben wir vom Erstbesitzer gekauft. Hat auch so 55.000 Kilometer. Der andere hatte Keramikanlage, der hat jetzt die Stahlbremse, ziemlich vergleichbares Fahrzeug. Er ist so, einfach aufgrund der Historie so ein Tick besser wie der andere, dadurch auch ein Tick teurer. Wir bieten den für, glaube ich, 115.000 oder 120.000 Euro an und
ja, mega Auto und wer keinen Kompromiss machen möchte von der Historie, ist da genau richtig. Ich sehe gerade, ich habe natürlich hier den Speedster falsch eingeordnet, ist ja ein Neuzugang und gleichzeitig den GLE haben wir natürlich verkauft. So, das nächste Fahrzeug, das wir verkauft haben, wieder ein G63 Facelift Classic Grau mit Bengalrot in einem mega Auto, haben wir ebenfalls ja, in Drittland verkauft. Der ging tatsächlich nach Dubai für 270.000 Euro. Und hier haben wir wieder einen klassischen Porsche, ein 911 SC Weissach. Ja, Weissach habe ich auch erst gedacht, gibt es das Auto eigentlich? Und in der Tat, es gab kleine limitierte Edition für die USA mit 400 Einheiten, die man Weissach genannt hat. Und davon waren 200 in Platin Metallic. Und das ist einer von den 200 Stück. Das Coole an dem Auto ist, es ist auf Basis 3.0 SC und er wurde im Porsche Zentrum Gelderland, das ist der größte Klassikpartner in Europa, ja, restauriert. Dadurch mega von der Qualität, auch technisch einiges gemacht worden. Der nächste Neuzugang 911 SC bieten wir für knapp 90.000 Euro an. Und hier sehen wir auch schon ein Bentley Bentayga S, die bisschen sportliche Variante in Cambrian Grey. Ist ähnlich wie Kreide bei Porsche und ist hier auch 24 Produktion, Neufahrzeug. Das nächste Auto für 310.000 Euro jetzt verfügbar. So, hier haben wir einen 992 Turbo S und ein perfektes Beispiel für ein Auto, das derzeit richtig an Wert verliert. Ja, als die Autos neu waren, Corona-Krise kam, waren die Autos teilweise noch 40.000, 50.000 Euro über Liste. Der hier jetzt hat den Listenpreis von 260, 12.000 Kilometer. Für was haben wir ihn verkauft? Er hat 205.000 Euro gebracht und ging auch nach Deutschland. Der nächste Neuzugang 991 Carrera 4 GTS Cabrio, Facelift-Variante, also schon der 3 Liter Biturbo, schwarz-schwarz, Zentralverschluss. Ja, GTS-Interiorpaket, absoluter Topseller bei uns, bieten wir jetzt für 135.000 Euro mit neu approved an. Gibt es nicht viel zu sagen, perfektes Auto und ja, absoluter Verkaufsschlager. Wir sind hier wieder beim Thema Porsche Klassiker angekommen, 993 Carrera S Vesuvio, ein Fahrzeug, das wir nun schon öfters hatten und jedes Mal verkaufen wir die Vesuvios in die USA, so auch den hier, der ging nach Florida und war wirklich besonders, denn er hatte ein Exclusive ja, Interieur in Kastanienbraun mit den Hardback Sportsitzen, die man aus dem 993 RS oder auch Turbo kennt. Und das Auto haben wir für rund 120.000 Euro in die USA verkauft. Hier der nächste 993 RS Indischrot und auch hier gilt, wie beim Speedster oder wie beim 964S, Indischrot ist einfach keine gute Farbe auf den Autos. Viele waren in Indischrot und obwohl der qualitativ wirklich gut war, haben wir das Auto für Anführungszeichen nur 270.000 Euro verkauft, ebenfalls in die USA. Der ging nach Seattle und ist jetzt schon im Container und auf dem Weg ja, über den Teich. Nächstes verkauftes Auto ist hier ein 992 Turbo S, ebenfalls aus erster Hand, wie der andere, den wir schon gezeigt haben. Auto hatte auch rund 15.000 Kilometer, Neupreis 250, haben wir jetzt verkauft für 198.000 Euro und der ging nach Frankreich in den Export. Ihr seht es schon, im Moment geht sehr viel ins Ausland, weil der deutsche Markt einfach sehr schwächelt. Und da ist auch schon der nächste 993 und wenn man mal schaut, es sind sehr viele Klassiker dabei, die wir verkauft haben. Und der 993 ist ein Fahrzeug, der selbst in Krisenzeiten an Wert zunimmt. So auch der Turbo hier in Arena-Rot. Was meint ihr zur Farbe? Vor einigen Jahren wollte niemand Arena-Rot haben. Jetzt plötzlich ist es unfassbar beliebt und trifft den Zeitgeist. Dieses Auto hier hatte ja, rund 75.000 Kilometer und den haben wir nach Tschechien verkauft. Und also wieder ein Export für 215.000 Euro. Mega Auto. Der letzte luftgekühlte Turbo darf in keiner Sammlung fehlen. Wo wir schon beim Thema Klassiker sind, hier wieder ein 911 SC und dieses Mal ist es wieder ein Jubiläumsmodell und zwar ist es der 50 Jahre Porsche, also anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums der Firma Porsche, ebenfalls auf Basis SC in einer coolen Farbkombination. Es ist Meteor Metallic mit innen Nadelstreifen in Weinrot. Echt
coole Kombination. Dieses Auto hier hat noch viel Originallack, super Substanz und wurde auch von einem Werkstattbesitzer besessen und gewartet. Dementsprechend ein gutes Fahrzeug bieten wir für etwas unter 90.000 Euro an und eignet sich für jeden Sammler, der ein G-Modell haben möchte, das eben ein bisschen besonders ist. So, und hier sind wir wieder beim 991, den wir verkauft haben. Hier der Vor-Facelift Carrera 4 GTS aus erster Hand. Der ging wieder in Export, der ging nach Frankreich für 117.000 Euro. Ging der hier vom Hof. Wo wir schon beim Thema Frankreich sind, hier wirklich ein lustiges Auto, Renault R5 Turbo 1. Ein Auto, das ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, vor ein paar Jahren mal gesehen, irgendwie aus dem Blickwinkel verloren, aber eine absolute Ikone, was französischen Automobilbau anbetrifft, eine Rallye-Legende und der Turbo 1 war ja wirklich selten. Der Turbo 2 wurde öfters gebaut, ist preislich auch eher so zwischen 40 und 60, 70.000 Euro angesiedelt, wobei der Turbo 1 zwischen 150 und 200.000 Euro liegt, wenn er wirklich gut ist, wenn er eine coole Farbkombination hat und vor allen Dingen, wenn er qualitativ gut ist, sprich original ist oder originalgetreu restauriert wurde. Der hier wurde von wirklich einer Ikone in Deutschland, hier aus dem süddeutschen Raum, restauriert mit NOS-Teilen, New Old Stock. Da hat selbst Renault keinen Zugriff mehr drauf gehabt auf die Teile. Aber weil er so in der Szene vernetzt ist, hat er eben Zugriff bekommen, hat das Auto in den 80ern angefangen zu restaurieren, ist irgendwann vor ein paar Monaten fertig geworden, hat sich dazu entschieden, das Fahrzeug jetzt an den Markt zu bringen. Selbst Enzo Ferrari hatte so ein Auto und ich denke, das ist so ein Qualitätssiegel, wo man einfach sehen muss und den bieten wir jetzt an. Wir glauben, es ist der beste, der derzeit weltweit angeboten wird und der kostet 200.000 Euro. Hier Neuzugang Renault R5 Turbo. Wir sind auch schon bei den zwei letzten Fahrzeugen angekommen und uns lächelt hier ein 992 GT3 Touring in PTS Malachitgrün an. Und auch hier seht ihr, die Autos sind derzeit echt schwierig. Wir haben bei einigen 992s wirklich Verlust gemacht. Die haben abgewertet. Wir wussten es zwar, dass sie es tun werden, aber da sind einem auch manchmal die Hände gebunden. Man kann die Preise reduzieren, aber wenn das Auto nicht geht, dann ist es so und früher oder später hat man dann seinen Verlust und hier war es dann genau so ein Auto, der hatte Vollschalensitze, Lift, erweitertes Lederpaket, Matrix, es hat wirklich alles gepasst und sogar PTS in grün, was den Zeitgeist trifft, Listenpreis 232. Wir haben ihn für nur noch 225.000 Euro verkauft und das tat natürlich weh, aber ich bin froh, dass er weg ist. Und der blieb tatsächlich in Deutschland. So, letztes verkauftes Fahrzeug, 991 Vor-Facelift Carrera S, Ex-Porsche AG Werkswagen mit Keramikbremsanlage. Sieht man nicht häufig, haben wir verkauft für 85.000 Euro nach Deutschland. Das waren so die Deals die letzten 2 Monate. Wie ihr seht, so rund 40 Autos. Es sind ein bisschen mehr verkauft als gekauft, aber es kommen die Tage noch einige rein. Wir sind auch immer auf der Suche nach guten Porsche, nach guten Ferrari, gerne auch Luxusfahrzeuge, Aston Martin, G-Klassen dürft ihr uns gerne anbieten. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt, ist, der deutsche Markt ist schwierig, der europäische Markt ist schon in der Gesamtheit ein bisschen besser, aber es gibt auch immer mehr Anfrage aus Drittländern, die können wir sehr gut bedienen, gerade bei neueren Fahrzeugen und dadurch konnten wir trotz schwieriger Zeiten einen sehr guten Erfolg haben die letzten Wochen und Monate. Und wenn ihr euch fragt, was könnt ihr aktuell kaufen, dann könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Alles, was so Porsche 992 betrifft, ist eher schwierig. Da müsst ihr weiterhin mit fallenden Kursen rechnen. Wenn ihr Richtung 991 geht, 997, 996 sieht die Welt wirklich in Ordnung aus. Da sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Wenn ihr euch aber sogar zutraut, einen Klassiker zu kaufen aus den 90ern, 80ern, könnt ihr beim richtigen Modell sogar mit einem kleinen Wertzuwachs rechnen. Gleiches gilt auch für Ferrari, Lamborghini und andere Marken. So die goldene Ära, würde ich sagen, sind die Modelljahre 2000 bis 2015. Hier haben wir hochmotorisierte Verbrenner mit einem guten Stand der Technik. An den Autos könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Alles, was derzeit hybridisiert, elektrifiziert ist, würde ich abraten. Und ja, ihr habt gesehen, es geht immer was. Wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach guten Fahrzeugen. Und der Erfolgsfaktor in unserem Geschäft ist ganz klar die Fahrzeuge, die man da hat. Wenn man hier richtig selektiert, sind die äußeren Umstände gar nicht so wichtig. Dann kann man einen globalen Markt ansprechen. Und ihr seht ja beispielsweise in den USA
sind die Börsen gerade verrückt und auch in den Emiraten sieht es wirtschaftlich ganz gut aus und diese Märkte gehen wir derzeit sehr gut an und können da auch die Fahrzeuge ja, zu sehr guten Kursen eben verkaufen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Unser nächstes Update-Video wird dann mit ein bisschen weniger Fahrzeugen. Wir schauen, dass wir es dann ja nur für einen Monat auch machen. Und ich habe mich gefreut, euch zu zeigen, was bei uns derzeit so los ist. Hoffe, es gibt euch auch einen Einblick in unser Geschäft und freue mich schon aufs nächste Video.